Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. In diesem Video möchte ich euch informieren über die deutsche und die barocke Griffweise auf der Blockflöte. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal ein paar Informationen geben zu der sogenannten deutschen Griffweise und der sogenannten barocken Griffweise auf der Blockflöte. Zunächst einmal, was ist das eigentlich? Was ist der Unterschied? Ich habe hier zwei Sopran-Blockflöten. Diese hier ist von meiner Tochter gewesen, als sie früher Blockflöte spielen gelernt hat. Und die habe ich von einer Mutti ausleihen dürfen, von einer Schülermutti. Die stammt noch aus ihrer Jugend und ich darf da jetzt drauf spielen für dieses Video. Zunächst einmal seht ihr hier, dass die eine Blockflöte, die mit der deutschen Griffweise einfache Löcher hat und die mit der barocken Griffweise Doppellöcher hier unten. Ich zeige das nochmal. Aber das sagt eigentlich nichts darüber aus, ob es deutsche oder barocke Griffweise ist. Denn sagen wir mal so, es gibt die barocke Griffweise eigentlich nur mit Doppellöchern, soweit ich weiß. Und die deutsche Griffweise gibt es mit beidem. Die gibt es mit Einfachlöchern, aber auch mit Doppellöchern. Daran kann man es also nicht unbedingt erkennen. Der bekannteste Unterschied, sage ich mal, es ist nicht der einzige, der bekannteste Unterschied ist der Griff für das F, für das tiefe F, das F in der ersten Oktave. Das wird eben bei der deutschen Griffweise nur mit dem einen Finger gegriffen. Und bei der barocken Griffweise mit einem sogenannten Gabelgriff. Es gibt noch mehr Töne, die unterschiedlich gegriffen werden. Darauf gehe ich später noch ein. Aber zunächst einmal muss ich ein bisschen ausholen, um euch zu erklären, wieso es überhaupt diese beiden Griffweisen gibt, welchen Sinn das macht. Und dadurch könnt ihr vielleicht letztendlich auch zu der Entscheidung kommen, welche Blockflöte ihr euch anschaffen würdet. Die Blockflöte ist, wie ich das schon häufiger erzählt habe, ein jahrhundertealtes Instrument und sie hatte ihre Blütezeit vor allem im 17. und 18. Jahrhundert. Und nach dieser Barockzeit ist die Blockflöte genau wie manche andere Instrumente etwas in Vergessenheit geraten und wurde ja in der Klassik und Romantik eigentlich nicht gespielt oder so gut wie nicht und ist in den 1920er Jahren wiederentdeckt worden. Ich möchte es jetzt nicht zu ausführlich erzählen. Ich habe darüber schon mal ein ganzes Video auch gedreht. Das verlinke ich euch da oben. Auf jeden Fall könnte man kurz zusammenfassen, in diesen 1920er Jahren jedenfalls hat der deutsche Instrumentenbauer Peter Harlan auch die Blockflöte wiederentdeckt und wollte eine schöne Blockflöte bauen. Die Blockflöte sollte damals gleichzeitig einfach zu spielen sein, preiswert sein und mit raus in die Natur genommen werden. Was beim Bau der Blockflöte damals nicht berücksichtigt wurde oder jedenfalls nicht in die Praxis umgesetzt wurde, ist, dass andere Blasinstrumente aus der Barockzeit, wie zum Beispiel die Barockoboe oder die Traversflöte, auch Gabelgriffe verwendeten, also wie bei dem F von der barocken Blockflöte, sage ich mal. Und dass die Blasinstrumente damals ja zum Großteil keine Klappen hatten. Also zum Beispiel eine Oboe hat heutzutage viele Klappen und damals war das nicht der Fall. Da gab es nur unten eine Klappe und der Rest wurde mit diesen Gabelgriffen gespielt. So kam das dann, dass eine sogenannte deutsche Griffweise entstanden ist, wo man das F eben mit diesem einen Finger nur gegriffen hat, weil man auch dachte, das ist einfacher zu spielen als diesen kompliziert erscheinenden Griff für das F.
die barocke Griffweise, wie sie, sage ich mal, historisch gesehen richtig wäre. So, jetzt habe ich doch ein bisschen länger darüber erzählen müssen. Also man könnte ganz schlicht sagen, die deutsche Griffweise ist eigentlich eine fälschliche Griffweise. Die ist eigentlich nicht so, wie sie auf der Blockflöte gedacht ist, ursprünglich vor Hunderten von Jahren. Und die andere ist die richtige, sage ich mal. So, warum wird es jetzt trotzdem heute vielfach verwendet, vor allem in Schulen, wenn da Blockflöte gespielt wird? Dass man denkt, das F, das tiefe F, ist einfacher zu erlernen für Kinder vor allem, wenn man nur diesen einen Finger drauf machen muss. Mollenhauer, die Firma Mollenhauer schreibt zum Beispiel auf ihrer Webseite bei den Grifftabellen, aus denen ich auch diese schönen Griffbeispiele hier herausgenommen habe, dass in guten modernen Blockflöten-Unterrichtswerken, Lehrwerken, eigentlich die barocke Griffweise verwendet wird, weil die deutsche Griffweise mit schweren Intonationsmängeln einhergeht. Das heißt, die sind einfach nicht so sauber gestimmt in sich. Meine Erfahrung ist, dass das Gabelgriff F überhaupt nicht schwieriger zu lernen ist als das F mit dem einen Finger. Wenn man es gleich von Anfang an lernt und das auch richtig beigebracht bekommt, dann ist das so selbstverständlich, dann ist es gar kein Problem. Gut, aber wenn wir mal davon ausgehen, man will sich das einfach machen, man möchte einfach dieses F so spielen, dann gehen wir mal zum hohen F, eine Oktave höher. Da ist dieser Vorteil, sage ich mal, der deutschen Griffweise, wenn man das so sehen will. Wie gesagt, ich sehe das gar nicht so. Aber der Vorteil ist hier auch noch vorhanden, also das hohe F auf der bei der deutschen Griffweise ist eben auch nur mit dem einen Finger. Und bei der barocken Griffweise, wie ihr sehen könnt, ist es immer noch ein Gabelgriff, diesmal ohne den kleinen Finger. Aber dann, ihr wollt ja nicht ewig nur eine C-Dur-Tonleiter spielen mit dem F drin. Jetzt gehen wir mal zum Fis. Das Fis braucht ihr ja auch, sobald ihr in einem D-Dur spielt oder im G-Dur, ja. Und dann braucht ihr ja ein Fis. Das geht eben auf der deutschen Griffweise so. Da habt ihr 3 Finger rechts drauf, beim tiefen Fis. Und barocke Griffweise habt ihr nur 2 Finger drauf. Gut, ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, kann man sagen, ist eigentlich fast egal. Aber jetzt kommt das hohe Fis und da wird es bei der deutschen Griffweise richtig kompliziert. Also das ist ein richtig schwieriger Griff, der auch noch, das ist eben wie zu Anfangs erwähnt, der auch noch verstimmt klingt. Also es ist super schwer, den auch sauber zu spielen, sauber gestimmt zu spielen. Und da ist es wirklich auf der barocken Griffweise viel einfacher. Und ich sag mal, diesen Ton erreicht man, wenn man jetzt Unterricht hat. Wenn ein Kind Unterricht hat, dann ist es doch nach einem Jahr auf jeden Fall so weit, dass es solche Töne verwendet. Und dann wird es halt unangenehm bei der deutschen Griffweise. Wenn man versucht zu trillern mit diesem hohen Fis, das wird auch richtig gemein. Jetzt könntet ihr sagen, okay, die Stimmung, ja, ich höre da jetzt keinen Unterschied. Auch wenn du das jetzt spielst im Video, Vera, ich höre da jetzt nicht, ob das eine sauberer gestimmt ist oder das andere. Aber das Gehör wird ja geschult und trainiert und gerade bei Kindern ist es natürlich wichtig, dass das gleich möglichst sauber gespielt klingen kann. Ja, und da müssen wir uns auch das Gis mal angucken, das tiefe Gis. Beziehungsweise enharmonisch verwechselt das tiefe Ass. Und da ist natürlich sehr gut, wenn man auf jeden Fall die Doppellöcher hat, sodass man, wenn man schon deutsche Griffweise hat, auf jeden Fall auch einen Unterschied machen kann zwischen Gis und Ass.
weil die ja enharmonisch verwechselt dasselbe sind, aber genau genommen ist das Gis ein bisschen tiefer und das Ass ein bisschen höher. Vor allem, wenn wir Barockmusik spielen, ist das super wichtig. Und wenn ihr jetzt keine Doppellöcher habt und eine deutsche Griffweise, klingt es einfach ein bisschen schief, schon beim tiefen Gis. Und richtig, richtig kompliziert ist der Griff für das hohe Gis bei der deutschen Griffweise. Ihr seht also, was die Griffe angeht, ist der Vorteil der deutschen Griffweise ganz schnell hinüber, wenn man ein bisschen weiter kommt als die erste Oktave und nur mit F spielt und nicht mit Fis. Wie ihr gemerkt habt, gibt es in meinen Augen viel mehr Vorteile für die barocke Griffweise. Also ich möchte euch jetzt nicht, wenn ihr eine Blockflöte habt mit deutscher Griffweise, euch diese Blockflöte madig machen und vielleicht könnt ihr euch ja keine andere leisten, wobei die ja, wenn man jetzt zum Beispiel eine Möck-Schulflöte kauft, nicht teurer sind mit barocker Griffweise. Aber es kann ja sein, dass ihr gute Gründe habt, eure deutsche Griffweisen-Blockflöte zu lieben. Aber falls ihr jetzt überlegt, eine Blockflöte überhaupt anzuschaffen oder euch fragt, ja, wieso gibt es überhaupt diese beiden Griffweisen, dann kann das vielleicht hilfreich sein für euch. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man schon deutsche Griffweise spielt, das umzulernen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen hilfreiche Info geben hiermit. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich sehr für die barocke Griffweise bin. Ich muss auch sagen, es war ein bisschen unfair vom Klang her, weil natürlich das eine bessere Blockflöte an sich schon ist als die. Ich hatte jetzt nur diese zur Verfügung. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, aktiviert das kleine Glöckchen, damit ihr keine Videos mehr von Leras Blockflöten-Kanal verpasst. Und ich sage bis nächsten Freitag. Tschüss!